Schickidicki, Wicki-Licki, Bummi-Wummi. Wir sollten den Akkuschrauber nicht so, das ist wie Katzen werfen, ja, macht man auch nicht. Das fühlt sich gut an. Läuft bei dir, Bumsikowski. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian, das sind 18 Volt Akkuschrauber und was schulde ich euch? Festool 18 Volt Akkuschrauber. Denn die hatten wir noch nie auf dem Kanal. Auch in den großen Klassenvergleichen hatten wir genau diese Geräte noch nie da. Und deswegen machen wir heute nicht nur den kleinen Parcours, sondern den großen. Wir werden uns alle 4 Geräte im Detail anschauen, rausbekommen, was ist der richtige für dich. Aber wir werden auch testen. Wir werden auch so den normalen harten Testparcours machen, den wir hier so machen. Erst einmal, da wir hier auch Geräte mit Schlag haben, und zumindest ein Gerät mit Schlag haben, werden wir auch in Beton bohren oder in Kalksandstein, müssen wir mal schauen. Eins von beiden werden wir machen. Wir werden Forstner bohren. Wir werden auch unsere altbekannte 60 cm Schraube hier mal ausprobieren und schauen, ob 75 Newtonmeter ausreichen, um hier 60 cm zu versenken. Ja, und ich bin sehr gespannt, was heute rauskommt, denn ich habe echt Lust, die Geräte hier mal richtig zu quälen und mal richtig zu testen. Aber denkt dran, heute gibt es wieder etwas zu gewinnen, und zwar gibt es den Akkuschrauber heute zu gewinnen, den TPC 18.4. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare schreiben, hast du schon Erfahrung mit Festool-Akkuschraubern? Wie findest du es? Welche Funktion findest du besonders interessant? Und vielleicht welchen hast du oder welche Erfahrung hast du schon gemacht? Jetzt würde ich sagen, fangen wir auch mal an. Heute schauen wir uns also diese 4 Akkuschrauber von Festool an, und solltest du Team Bosch, Dewald, Einhell oder Parkside, was auch immer sein, dann solltest du dir trotzdem mal diese 4 Akkuschrauber oder dieses Video anschauen, denn die Geräte haben einige Funktionen, die andere Geräte wirklich nicht haben, und sind wirklich sehr interessant und sind eben mal etwas anders und etwas um die Ecke gedacht. Warum um die Ecke gedacht, das zeige ich dir gleich. Aber erstmal, welche Geräte haben wir denn hier eigentlich? Ja, wir haben hier den T18+3, den C18, den TDC 18.4 und den TPC 18.4. Bevor wir uns jetzt die Tiefen der technischen Informationen vergraben, kommen wir erstmal zum Thema Preis. Und ich habe das Ganze hier wunderschön nach Preis sortiert. Bei Festool hat sich gedacht, wir machen das auch den Käufer möglichst simpel. Denn wir haben hier beim C18 einen Preis von so um die 180 €, beim T18+3 auch einen Preis von 180 €, beim TDC 18.4 und beim TPC 18.4 haben wir einen Preis von so um die 230 €. Denkt dran, Preise können variieren, auch teilweise ein bisschen schwanken. Schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung rein. Da findest du über den aktuell besten Preis. Wir haben das Ganze aber nicht nur nach Preis, sondern auch schon nach Kraft sortiert. Denn wir haben hier beim C18 45 Newtonmeter, hier beim T18 haben wir 50 Newtonmeter maximales Drehmoment, und hier beim TDC und beim TPC haben wir 75 Newtonmeter. Nebenbei zeige ich dir hier mal alle technischen Daten. Da wird nämlich schon auffallen, dass die beiden Geräte hier 4 Gänge haben oder. Ich bitte dich aber immer eine Sache zu bedenken, nämlich wer misst wie die Kraft von Geräten. Denn es ist immer die Frage, welche Messmethode wende ich an, mit welchem Material mache ich das, in welchem Gang und so weiter und so fort. Und man kann die Dinge auch durchaus schön messen. Nicht ohne Grund gibt es zum Beispiel auch rein aus Werbegründen auf dem Markt Geräte, die haben 20 Volt. Aber das sind eigentlich auch nur 18 Volt Geräte. Genauso wie früher 12 Volt Geräte auch 10,8 Volt hießen. Und auch bei Newtonmeter ist immer die Frage, wie misst man das Ganze? Denn zum Beispiel so eine 60 cm Schraube, da gehört schon ganz schön Kraft dazu. Und wir werden gleich mal schauen, ob die Geräte das können. Aber erstmal schauen wir uns die Geräte mal im Detail an, damit du einschätzen kannst, was sie für besondere Funktionen noch haben. Fangen wir an mit dem C18. Und der C18 hat eine Besonderheit, und vor allem diesen Steg hier, der wirklich sehr ungewöhnlich ist. Denn normalerweise sehen Akkuschrauber ja immer so aus. Und ich muss sagen, ich würde eigentlich ganz gerne mal ergründen, was der Grund dafür ist, dass es hier so eine ganz besondere Form gibt. Ich weiß es jetzt erstmal nicht. Wenn du es wissen solltest, schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Als allererstes, bevor wir jetzt zu den Details aber nochmal kommen, ist es so, dass das Gerät hier hat eine sehr ungewöhnliche und auch, wie ich finde, sehr unschöne Griffposition. Denn egal ob Links- oder Rechtshänder, ist erstmal egal. Bei einem normalen Akkuschrauber, den nehme ich so in die Hand. Du siehst das, und es ist immer dasselbe. Ich kann hier Daumen und Zeigefinger sind ja meine Nutzfinger, sondern ich habe hier meinen Daumen,
Damit kann ich hier das Ganze hier reindrücken, Rechts-Links-Gang, ja, und kann den Finger nehmen zum Schrauben. Hier bei dem Akkuschrauber ist es so, wenn ich ihn normal greife, und ich habe eigentlich relativ normale Männerhände, ja, das ist so, ich greife hier rein, habe aber hier den falschen Finger am Abzug. Ich kann das so nicht greifen, ich kriege das so nicht hin. Dann ist hier unten zu wenig Platz, also ich muss so greifen. Und habe dann hier das auch etwas ungünstig in der Position für den Daumen. Auf jeden Fall ist aber das Problem, dass wir hier am falschen Finger sind. Ich habe den Akkuschrauber vorhin mal Sandra in die Hand gegeben. Bei Sandra ist es exakt dasselbe. Auch Sandra muss mit dem Mittelfinger den Abzug drücken. Das wäre nicht schlimm, wenn ich nicht vorhin schon mal ein paar Schrauben ausprobiert hätte und ich ermüde da sehr schnell, weil der Finger das einfach nicht gewohnt ist. Insofern finde ich diese Position nicht gut. Wenn du damit gute Erfahrungen machst, schreib mal ruhig unten in die Kommentare, ob du das auch so siehst, ob du auch das Problem hast, ob du den kennst und so weiter und so fort. Vielleicht ist es ja auch nur ein spezielles Problem von mir. Was du aber hier vorne hast, jetzt gucken wir uns das Gerät mal im Detail an, ist, du kannst hier vorne Bits platzieren. Das heißt, du nimmst einfach irgendeinen Bit, Moment, tust ihn hier rein und dann hält er hier drin. Du kannst ihn hier einfach rausschieben oder auch wieder reinschieben. Du kannst ihn einfach rausschieben und dann entsprechend benutzen. Das ist eine ganz tolle Sache und wir haben vorhin mal das ausprobiert, ob das Ganze hier abfällt und tut es nicht. Also es hält wirklich sehr gut. Das heißt, du hast hier 4 Bits, die du, eigentlich ja sogar 5, wenn du hier ein Bit drin hast, die du immer durchwechseln kannst. Das heißt, deine Standardbits kannst du immer mit dabei haben. Das finde ich toll. Also genau so in der Funktion finde ich es wirklich toll. Hier vorne kannst du übrigens sehen, wie voll der Akku ist, auch super. Dann hast du hier oben die Möglichkeit, das Ganze hier von Schrauben auf Bohren umzustellen. Ja? Hier haben wir die Möglichkeit erster Gang, zweiter Gang und hier können wir noch das Drehmoment auch nochmal justieren, wo der Akkuschrauber stoppen soll. Was bei Festool aber allgemein bei den Akkuschraubern anders ist Folgendes. Es gibt ja Akkuschrauber mit Wechselfutter oder Wechselfutter. Genau. Hier ist es so, alle Akkuschrauber haben ein Wechselfutter. Du kannst also einfach das Ganze hier abnehmen und hast dann hier nur noch eine Bitaufnahme. Du nimmst also jetzt irgendeinen Bit, den wir hier vorne schon dran haben, und kannst ihn hier einfach einsetzen. Auf die Art und Weise kannst du natürlich wesentlich kürzer arbeiten. Ja, wenn wir das jetzt hier mal da vorstellen, hast du einen wesentlich kleineren Bauraum. Und hier müssten wir eigentlich noch einen Bithalter einfügen. Ja. Hier ist es so, bei Festool bekommst du den hier mit dazu. Das heißt, du hast jetzt hier schon mal mehrere Möglichkeiten. Du kannst erstmal mit dem Bohrfutter arbeiten. Ja. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Dann kannst du den Bit hier direkt einsetzen, aber denk dran, der Bit hält hier zwar so leicht, aber du kannst ihn einfach auch wieder rausziehen. Dann kannst du Folgendes machen. Du kannst hier den speziellen Bithalter von Festool nehmen. Du kannst den speziellen Bithalter von Festool nehmen. Also, hier ist ja auch stüppiges Scheißerchen, sagt Sandra immer dazu. Nimmst den hier rein, kannst ihn verbinden und dann hast du hier immer noch eine kürzere Bauform, aber das ist speziell für Bits, weil meistens arbeitest du mit einem Akkuschrauber ja mit Bits zusammen. Dafür hast du einen speziellen Bithalter, der muss hier hinten länger sein als ein Standard Bit. So, das Ganze hier einfügen und schon kannst du damit arbeiten. Ich möchte aber eine Besonderheit an dem Akkuschrauber zeigen, beziehungsweise in allen anderen Akkuschraubern ist es genauso, und zwar die elektronische Drehmomentabschaltung, die wir hier haben. Normalerweise ist es ja so, dass du hier an diesem Rad oder eigentlich hier vorne am Bohrfutter das Drehmoment einstellst, bei dem der Akkuschrauber aufhören soll, die Schraube weiter reinzudrehen. Ja? Was passiert normalerweise? Ich mache das immer sehr theatralisch nach, mache mal ratatatatata, ja, rattert das so vor sich hin. Und erstens gibt das eine Schläge auf die Schraube, auf das Gerät, auf mich, und es ist laut. Ja, das macht auch überhaupt keinen Spaß. Bei Festool ist es so, dass wir das anders machen. Und zwar stell jetzt mal ein relativ kleines Drehmoment ein, hier meinetwegen auf Stufe 10, nimm eine kleine Schraube und schraube mal los. Und dann werdet ihr das hören. Ja? Ihr hört jetzt das Geräusch. Und das ist das Geräusch, wenn er sagt so, nein, jetzt ist Schluss, das Drehmoment ist erreicht. Ich gehe jetzt mal 1, 2 Stufen weiter, mache das Ganze nochmal und ihr werdet dann sehen. Und ich kann mich jetzt hier auch so langsam rantasten. Ich nehme jetzt mal Stufe 16. So. Und jetzt ist es hier genau versenkt, ja, genau hier auf der Höhe. Und du hast das Geräusch gehört, dass er da macht. Das ist dieses Düdüt.
Und das machen alle diese Akkuschrauber, dass sie hier das Ganze über eine Elektronik regeln und nicht über eine Mechanik. Das finde ich sehr, sehr angenehm und das macht das Arbeiten wirklich, wirklich angenehm. Das finde ich richtig toll. Ob du damit jetzt klarkommst, das musst du entscheiden. Kommen wir zum T18 Plus 3. Hier haben wir jetzt schon den normalen Griff, so wie man das kennt, so wie ich es euch vorhin schon gezeigt habe. Im Grunde unterscheiden sich die Geräte gar nicht so sehr. Wir haben hier 5 Newtonmeter mehr. Wir haben hier auch wieder genau dasselbe. Wir haben das Bohrfutter, was wir entsprechend abnehmen können. Haben hier die Möglichkeit, die andere Aufnahme drauf zu tun. Haben hier auch ersten Gang, zweiten Gang. Wir können hier von Schrauben zum Bohren umschalten, hier unten. Können hier aber diesmal an der Rückseite hier entsprechend das Drehmoment, das maximale Drehmoment einschalten oder einstellen. Was wir übrigens bei beiden Akkuschraubern jetzt hatten, beim C18 genauso, ist hier vorne ein Positionslicht und das Ganze haben wir hier entsprechend auch. Ansonsten gibt es hier im Vergleich zum anderen Gerät gar nicht so viel anderes zu sagen. Wir haben ja auch die elektronische Drehmomentkupplung. Und übrigens, was ich vorhin gar nicht gesagt habe, ist, beide Geräte hier sind brushless. Das heißt, sie haben einen bürstenlosen Motor. Wenn du also nur bis 50 Newtonmeter das Ganze hier benutzen möchtest, wäre meine persönliche Wahl auf jeden Fall erst einmal der hier, weil er schon recht klein, kompakt und handlich ist. Auch vom Gewicht her, das kann man, deswegen habe ich ihn eben so hier in der Hand gehabt, kann man schon sagen, ja, das passt schon. Kommen wir jetzt zur nächstgrößeren Leistungsklasse. Und jetzt wird es schon, ich sag mal, Heavy Duty so ein bisschen. Man sieht das auch hier vorne. Wir haben hier Metall verbaut. Der Schrauber hier an sich ist wirklich der TDC 18.4 und genauso auch hier ist es der TPC 18.4, sind beide schon dafür gedacht, wirklich schwerste Aufgaben auch zu erledigen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Das ist ganz interessant, nämlich der Unterschied zwischen den beiden ist genau eigentlich nur ein einziger Schalter. Ansonsten ist hier alles exakt gleich, deswegen zeige ich dir auch nur ein Gerät jetzt im Detail. Und zwar ist es dieser Schalter hier. Ja? Du hast hier einen Schalter, um von Normalbetrieb, ich zeige das mal ein bisschen dichter, vom Normalbetrieb zum Schlagbetrieb das Ganze umzuschalten. Und mehr ist es gar nicht. Das Interessante ist aber Folgendes. Wir nehmen jetzt mal Folgendes, und zwar machen wir das andere Bohrfutter hier drauf. Und zwar, nach meinem Wissen, ist es der einzige Hersteller, der einzige Hersteller, der Folgendes geschafft hat. Wir haben hier beim TPC ein Schlagwerk mit im Akkuschrauber. Und das ist nicht ungewöhnlich, das haben fast alle Hersteller, die bieten die Akkuschrauber in 2 verschiedenen Varianten an, mit Schlag, ohne Schlag. Aber Festool ist der einzige Hersteller, der Folgendes gemacht hat, der ist genauso kompakt. Das heißt, er baut nicht weiter auf, nur weil er Schlag hat. Das heißt, wir stellen die jetzt mal hintereinander und wir sehen hier, beide sind exakt gleich lang. Ja, hier ist kein Unterschied zwischen den beiden Geräten. Das ist genau dasselbe. Ich zeige es dir nochmal so, oder ich mache es mal vielleicht so. Da siehst du keinen Unterschied, kein Nichts, kein gar nichts. Das ist genau das Gleiche. Das ist sehr interessant. Das heißt, du musst da gar keine Abstriche machen. Meine persönliche Meinung ist ja immer, nimm einen Akkuschrauber ohne Schlag, weil du hast dann eine Sache weniger, die kaputt gehen kann und er ist kompakter. Das heißt, einer meiner beiden Gründe, warum ich das nicht empfehle, wurde mir hier auf jeden Fall genommen, weil er ist genauso kompakt wie eben der andere. Ob du das Gerät mit Schlag nimmst oder nicht, macht sich auch am Preis gar nicht bemerkbar. Insofern ist es deine persönliche Wahl. Deswegen schreib doch auch mal unten in die Kommentare, ob du den mit oder ohne Schlag nehmen würdest und wenn ja, warum. Was wir hier haben, ist aber noch was anderes und zwar haben wir ein 4-Gang-Gerät. Und das heißt, wir haben hier 4 verschiedene Gänge, die wir einschalten können. Das heißt auch 4 verschiedene Übersetzungen und vielmal eine andere Kraft auch. Das heißt, die 75 Newtonmeter, die wir angegeben haben bei dem Gerät hier, haben wir im ersten Gang. Wenn wir jetzt in den zweiten, dritten, vierten gehen, dann reduziert sich die maximale Kraft natürlich. Was unwahrscheinlich, also wirklich unwahrscheinlich interessant war beim ersten Mal beim Benutzen, aber auch in Summe wirklich interessant ist das hier, und zwar, wie man die Gänge hier verstellt. Ihr habt hier die Möglichkeit, hier seid ihr jetzt im ersten, zweiten, dritten und vierten Gang, ja, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Ihr könnt aber auch einfach in den ersten Gang gehen oder in den zweiten oder so. Ja, ihr könnt das hier alles hier hin und her ruscheln, wie ihr wollt.
Jetzt den vierten, wollen wir doch einen, nee, wollen wir den zweiten und so weiter. Also du kannst das hier sehr intuitiv verstellen. Was nochmal interessant ist, ist auch, was ist die maximale Drehzahl, die wir hier erreichen. In der Regel sind wir bei Akkuschraubern so im Bereich bei etwa 2000 Umdrehungen, die wir hier erreichen können. Bei dem hier und der untere Punkt ist in der Regel so um die 500 Umdrehungen. Hier sind wir bei 3600 Umdrehungen im vierten Gang. Das ist mal eine Ansage. Ja? Das heißt, wir können hier nochmal ganz andere Anwendungsgebiete, in ganz andere Anwendungsgebiete hervordringen, was man sonst nicht machen könnte. Noch ein Hinweis, du kannst das Gerät auch mit Bluetooth verbinden. Da musst du zwar einige Hürden in der App überstehen, kannst dann aber ein, zwei Dinge einstellen, wie zum Beispiel, du kannst den Links-Rechts-Betrieb hier umstellen, je nachdem, ob du jetzt Links- oder Rechtshänder bist. Dann kannst du jetzt sagen, ja, hier ist Links- oder Rechtsbetrieb und so weiter und so fort. Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du auch das Nachleuchten der LED hier auch noch einstellen. Was hier auch noch anders ist, ist Folgendes, und zwar die LED ist nicht verbaut wie hier vorne, sondern hier unten und kann damit wesentlich besser den Arbeitsbereich beleuchten. Und wir haben hier hinten dieses Drehrad. Hier können wir auch die Kraft einstellen. Das heißt, hier stellen wir auch das Ganze von 1 bis 13 ein. Wir können es hier dann auch auf Bohren, also nur Bohren umstellen. Und hier können wir auch sagen, wie lang das Licht nachleuchten kann. Zum Beispiel in dieser Position, wenn wir es jetzt hier einschalten, ist es so, dass das Ganze hier bis zu 10 Minuten jetzt noch weiterleuchtet, man es ein bisschen als Positionslicht dauerhaft auch benutzen kann. Der Vollständigkeit halber zeige ich auch nochmal hier, kann man das Ganze abnehmen. Und im Gegensatz zu den anderen beiden Geräten ist es so, dass ihr hier ein Metallbohrfutter habt, also außen aus Metall, wohingegen es hier noch Kunststoff ist. Ja? Sodass ich sagen muss, wenn ihr euch entscheiden würdet oder müsstet, welches dieser Geräte das eine ist, was ihr kauft, würde ich euch auf jeden Fall eher zu diesen Geräten hier raten, denn wir sind hier im Bereich von etwa 50 € mehr und dafür bekommt ihr aber auch wesentlich mehr Funktionsumfang, wesentlich mehr auch Drehmoment und wesentlich mehr Möglichkeiten auch der Drehzahleinstellung. Ja. Und ich muss sagen, das fühlt sich gut an. Es gibt noch zwei Dinge zu erwähnen. Nummer 1, zu dem Gerät gehört der Handgriff mit dazu. Den kannst du ganz einfach hier lösen und kannst dann die Position auch verändern, wo immer du die hinhaben möchtest. Ja. Natürlich ist das hier erstmal die logische Position, aber manchmal brauchst du ja vielleicht auch etwas weiter hier oder etwas weiter oben. Das ist Nummer 1. Moment, das müssen wir wieder einsortieren hier. So. Fest. Dann haben wir hier auch an der Seite das Reservoir für die Bits. Ja, die können wir auch hier wieder rausschieben. Das ist sehr clever gemacht. Und vor allem, du musst nichts raufschrauben und das ankleben, machen, tun oder irgendwie reinklipsen. Das funktioniert super. Du bekommst übrigens auch einen Gürtelclip mit dazu. Dann gibt es noch eine Sache, die ganz wichtig ist und die auch nur diese beiden Geräte hier haben. Die beiden aber nicht. Und zwar ist es das Anti-Kickback. Das heißt, es ist so, wenn jetzt hier das irgendwas verkantet oder verhakt, wenn du irgendwo reinbohrst, dann ist ja so, dass das Gerät weiter drehen würde. Dementsprechend dreht es und spätestens hier fängt es an, unangenehm zu werden. Für dich, dein Handgelenk, deine Schulter und alles andere auch. Und deswegen ist es so, dass das Gerät mit Elektronik ausgestattet ist, das merkt, dass es diese Bewegung gibt. Ja? Ich mache das Ganze einfach mal, oder ich provoziere es einfach mal. So. Ja, du hast gemerkt, ich habe einfach nur geruckt und dann hört er sofort auf. Mach nochmal. Ja, du siehst es auch an meinem Daumen, es bleibt dauerhaft gedrückt. Nochmal. Ja, Daumen ist immer noch gedrückt. Er leuchtet hier, wenn du es loslässt, ist es dann wieder zurückgesetzt und du kannst sofort wieder arbeiten. Das ist eine Sicherheitsfunktion, die ich wirklich sehr, sehr wichtig finde. Und sie ist hier auch sehr gut und sehr schnell umgesetzt. Das heißt, schon bei kleineren Bewegungen ist es so, dass das Ganze hier losgeht. Was ich schade finde, ist, nach meiner bis jetzigen Erkenntnis kann man das Ganze nicht ausschalten. Es gibt ja einige Geräte, wo man das hier unten auch einfach hier am Griff ausschalten kann. Weil es gibt Anwendungen, wo Kickback auch durchaus oder Anti-Kickback auch schlecht sein kann, beziehungsweise ein bisschen hindern kann. Das kann man hier, deswegen ist auch nochmal meine klare Empfehlung zum TPC oder zum TDC zu diesen beiden Geräten. Jetzt werden wir aber Folgendes machen, wir gehen jetzt zum
Test. Dazu machen wir aber das so, dass wir den ohne Schlag, den TDC hier, den werden wir aus dem Test rausnehmen, weil er total baugleich ist mit dem Gerät. Insofern werden wir die drei jetzt hier mal hart in den Test nehmen. Also im vierten Gang geht es auf jeden Fall nicht. Ich probiere es jetzt nochmal im dritten Gang. Bin ich mal gespannt. Also im dritten läuft es gut. Wir haben ja gerade den kleineren Forstner-Bohrer ausprobiert mit allen drei Geräten. Jetzt habe ich hier einen amtlichen 65er. Da haben die beiden kleinen keine Chance mehr. Außerdem brauche ich jetzt hier auch einen Handgriff, um wirklich ordentlich halten zu können. Jetzt nehme ich den TPC 18.4 und schaue mal, wie gut das Ganze funktioniert. Ich bin gespannt. Vierter Gang, Feuer frei. Okay, dritter Gang. Okay, zweiter Gang. Nochmal zweiter Gang. Also es funktioniert, ist natürlich relativ langsam aufgrund der reduzierten Geschwindigkeit. Tauschen wir jetzt das Bohrfutter gegen den Bithalter. Wir machen ja auch einen amtlichen Bit rein, denn wir wollen jetzt ja einfach mal unsere 60er Schraube hier reinwemsen. Mal gucken, ob er es schafft. Hätte er jetzt auch noch schaffen können. So. Du hast gesehen, das war überhaupt kein Problem. Das heißt, wir haben eine 60 cm lange Schraube, Vollgewinde, ohne Probleme hier mit den 75 Newtonmetern reingeschraubt. Er ist noch nicht mal warm geworden dabei. Das Ganze natürlich im ersten Gang, ganz wichtig. Nur fürs Anschrauben, für die ersten 1-2 cm habe ich den vierten genommen, um schnell reinzukommen. Und dann ging es auch mit dem ersten durch. Hat wunderbar funktioniert. Ganz kurz vorm Ende hat er gestoppt. Dann bin ich hier auf den Bohrmodus gegangen. Und dann hat er die letzten paar Zentimeter noch mit durchgezogen. Ich werde jetzt die 60 cm Schraube nicht nehmen bei den beiden kleineren hier, bei den beiden, weil mir das ohne Handgriff einfach zu gefährlich ist. Aber 40 cm können wir ruhig mal ausprobieren. Ich möchte nur erwähnen, das hat er jetzt gemacht im zweiten Gang, also in dem Gang, wo er noch weniger Kraft hat. Läuft bei dir.
Also für den Stein echt nicht schlecht. Du hast gerade gesehen, dass ich auch hier mit einem 7er Bohrer in diesem uralten, wirklich massiven Betonblock ohne Probleme ein Loch bohren konnte. Ich habe das Ganze übrigens im 3. Gang gemacht, weil ich hatte das Gefühl, dass im 4. Gang das zu schnell ist für den Bohrer, dass er im Zweifel sogar verglüht. Bei 3600 Umdrehungen ist für so einen Bohrer schon echt eine Menge Holz, wollte ich jetzt sagen, aber eine Menge Stein in dem Fall. Was ich sagen muss, bei allen Geräten ist es so, dass ich es wirklich schön finde, dass man schnell das Ganze abnimmt, wieder rannimmt. Jetzt zum Beispiel habe ich jetzt hier meinen Bohrer drin, kann super schnell jetzt zu einem Bit wechseln, könnte jetzt hier mein Dübel rein tun, etwas festschrauben, das wieder wechseln, könnte wieder hier meinen Bohrer ran tun. Das ist schon eine tolle Sache und ich finde es schön, dass das bei Festool jetzt hier bei allen Geräten einfach automatisch mit dabei ist. Bitte denkt dran, es gibt hier auch Winkelaufsätze. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier einen Aufsatz zu kaufen, der um die Ecke schraubt. Es gibt auch Exzenteraufsätze und so weiter und so fort. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wenn wir uns das auch mal anschauen sollen oder wollen. Schreibt bitte auch gerne mal in die Kommentare, ob wir hier nochmal einen Markenvergleich machen sollen. Ob wir einfach nochmal Festool nehmen gegen Bosch, Makita oder wen auch immer nochmal testen sollen. Ich persönlich war wirklich überrascht von der Durchzugskraft von allen 3 Geräten. Denn eigentlich müsste man sagen, ja, 50 Newtonmeter, wir sehen nicht. Also 50 Newtonmeter, das ist ja im Grunde jetzt mal bei 50 Newtonmeter, kann man echt sagen, ist der schwächer theoretisch als der schwächste Bosch Professional 18 Volt, den man kaufen kann. Aber ich würde sogar behaupten, vom Gefühl, ich habe es nicht getestet, ist er mindestens auf dem Niveau der 60 Newtonmeter Geräte, beziehungsweise ist sogar ein bisschen besser. Weil im 2. Gang das hier durchzuziehen, ist schon wirklich eine Ansage gewesen. Das meinte ich aber vorhin mit, wie man das Ganze misst. Ja? Deswegen frage ich euch, sollen wir nochmal einen Klassenvergleich machen? Alle 4 Geräte sind wirklich gut, wirklich kräftig, machen wirklich Spaß. Hier noch immer das Thema Griffposition, aber da bin ich vielleicht auf eure Hilfe auch gespannt, was ihr dazu sagt. Ich kann zu den Geräten nur sagen, das hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, wieder den Akkuschrauber mal hart ranzunehmen. Keiner hat versagt. Ich hatte ja gehofft, dass wir hier irgendwo mal eine Schraube finden, wo sie es nicht mehr hinbekommen. Aber sei es drum, so ist es halt. Aber jetzt zum Schluss nochmal der Hinweis, schau ruhig mal unten in den ehrlichen Preisvergleich vorbei, denn du brauchst ja gegebenenfalls einen Akku, du brauchst nochmal Winkelaufsätze. Es gibt auch noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit eines Bohrständers hierfür, um sehr gerade lange Löcher zu bohren und so weiter und so fort. All das findest du unten im ehrlichen Preisvergleich, da kannst du deine individuelle Konfiguration zusammenstellen. Jetzt aber erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.